Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Freunde! Licht aus! Spot an! Ja! Willkommen hier in der Bastelgarage zu Teil 2 meines mobilen Frästisches hier. In Teil 1 habe ich ja schon kurz gezeigt, wie man hier diesen fahrbaren Anschlag bastelt, den man hier festklemmen kann. Schaut euch das gerne an. Das ist hier oben, da verlinke ich das, da könnt ihr gerne den Teil 1 sehen. Und heute wollen wir damit weiterbauen. Seid gespannt. Direkt nach dem Intro geht's weiter. Kümmern wir uns mal um das Untergestell. Ich hatte erst am Anfang diese Platte hier zurechtgeschnitten. Das ist übrigens von meinem Laser die ersten Versuche. Habe aber dann mich umentschieden, und zwar dieses Brett an jeder Seite 5 cm länger zu machen. Und zwar, das ist jetzt der Rahmen, der da drum kommen soll oder drauf kommen soll. Das ist ja die Bodenplatte. So, ich stelle das mal ein. Also ich habe jetzt rechts und links 5 cm überstehen. Und zeichne mir das mal an, weil ich möchte hier eine Nut reinmachen, wo das Ganze drin stehen soll. Hier in meinem festen Frästisch habe ich jetzt einen 12 mm Fräse reingemacht. Wie gesagt, das ist das Brett, wo hier alles angezeichnet ist, und das werde ich mal rechts und links einfräsen. Die Nuten sind gefräst und jetzt leimen wir einfach mal die Seiten bzw. die Rückseite ein. Um nun hier oben am Rand den Deckel festzumachen, habe ich ein solches Holz geschnitten. Schrauben von unten für die Platte und Schrauben von hier, damit das verdeckt ist, damit man von außen keine Schrauben sieht. Ach so, das wollte ich auch noch ein bisschen festleimen. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Änderung gemacht. Und zwar sind diese Schrauben hier von dem Plastikteil hier, von der Einspannhilfe, die sind unten rausgekommen. Das war zu lang. Deshalb habe ich jetzt hier 2 Bretter einfach drunter geschraubt. Und das Ganze kommt jetzt hier drauf. So. Und das schrauben wir dann von unten drunter mit den Schrauben fest. Für den Schraubenschlüssel, um hier oben die Mutter anzudrehen, da wollte ich hier eine Aufbewahrungsmöglichkeit haben. Ich habe das jetzt hier ein Brett, das ist 80 x 20 mal, ich glaube, 4 mm dick. Und das ist also ein ganz dünnes Brett, das schneide ich mir jetzt hier mal aus oder zeichne mir das erstmal an. Und das sägen wir jetzt an der Bandsäge einfach mal aus. Für den, der keine Bandsäge hat, das geht natürlich auch mit der Stichsäge. Das ist das ausgeschnittene Stück. Da soll jetzt nachher dieser Schraubenschlüssel so hinein. Das hier ist jetzt eine von den Seitenwänden, und zwar soll das Ganze später hier an der Seite festgemacht werden. Jetzt lässt sich das aber hier, ich drehe es mal um, schlecht packen. Darum habe ich mir jetzt ein zweites Brett genommen. Das soll hier unten drunter. Das kommt hier drauf. Das kommt hier rein, und dann kann man hier nämlich mit den Fingern schön drunter packen. Ist auch dieses 4 mm Holz, und die beiden Teile werde ich jetzt erstmal aufeinander leimen. Und dann werdet ihr später sehen, wie ich es schaffe, den festzukriegen, ohne dass der
immer wieder rausfällt. Und zwar, wie ich das festbekomme. Jetzt bohren wir erstmal in 7,5 cm zwei große Löcher da rein in die Mitte. Ja, und zwar habe ich solche kleinen Magnete. Die habe ich jetzt hier einfach in das Holz reingemacht. Und wenn ich jetzt den Schraubenschlüssel da reinsetze, dann klebt er von selbst durch das Magnet oder durch die zwei Magnete. So, und das klebe ich jetzt unten in den Kasten rein. Probieren möchte ich jetzt nur noch mal den Korb. Wie gesagt, der kommt einfach hier rein, wird nach hinten gekippt, nach vorne gekippt, reingedrückt, fertig. Dann ist das hier schön glatt. Von unten drunter wird die Verspannung aufgemacht, die Fräse von unten dann reingesetzt und kann dann natürlich hier über diesen Drehregler rauf und runter gefahren werden. Das, was mir gerade aufgefallen ist, was nicht funktioniert, da kommt aber jetzt gleich die Lösung, und zwar der Akku. Der Akku muss von der Rückseite aus in die Maschine reingeschoben werden und durch die Rückwand komme ich nicht weit genug nach hinten. Ich werde also jetzt in die Rückseite ein Loch einschneiden, damit ich von der Rückseite den Akku einsetzen kann. Weil hier vorne sind die Bedienelemente für die An- und Auszumachen und das muss ja natürlich nach vorne. Also ich schneide jetzt mal mit der Stichsäge hinten ein Loch ein. So, das habe ich jetzt hier reingeschnitten. So sieht das Ganze von vorne aus. Also die Fräse hängt schon hier drin. Und jetzt gehe ich halt einfach hin und drücke einfach den Akku hier rein und schon funktioniert alles. Und jetzt zur Frage, warum hat der liebe Onkel Jürgen hier an der Seite diese Überstände dran gemacht? Das ist ganz einfach, das verrutscht ja das Ganze. Und wenn ihr das irgendwo auf einem Tisch an die Kante setzt, könnt ihr das prima mit Schraubzwingen festmachen und da verrutscht nichts mehr. Ähnlich verhält das sich hier hinten mit der Kante, die hier 5 cm übersteht. Wenn ihr, sagen wir mal, eine Tischkante habt, legt ihr das einfach hier drauf, macht rechts und links eine Zwinge drauf und schon könnt ihr fräsen. Kommen wir zur Absaugung. Und zwar habe ich mir einen Klotz, der ist ungefähr 55 x 55 mm x 80 mm. Den habe ich mir die Mitte angezeichnet. Der soll später hier vor drauf. Und dann habe ich gleichzeitig hier ein Brett. Das ist, was habe ich da, 8 cm hoch. Das soll dann den Anschlag geben. Und jetzt möchte ich natürlich durch dieses Holz schräg eine Absaugung machen. Und dazu habe ich den Klotz hier vorne hingelegt und mache mir jetzt hier im 45 Grad eine Linie unten auf die Kante. Allerdings muss ich hier sehen, dass ich diesen Hohlraum, wo hier das drin ist, nicht mit anschneide. Deshalb setze ich das ein wenig höher so, und zeichne mir hier eine Linie an. So, das ist jetzt meine unterste Linie, an der mein Fräser hier unten entlang fahren darf. Also nicht, das ist nicht die Mitte, wo ich bohren darf, sondern der unterste Rand, damit das hier schräg mit weggefräst wird. Gleichzeitig mache ich mir jetzt hier noch eine Schräge dran, die schneide ich als erstes ab. Die soll 45 Grad sein. Ich mache das Ganze jetzt ungefähr 1,5 cm von hier unten. Zeichne ich das an und ziehe eine Linie daher. Und dieses Stück hier, das schneide ich mir jetzt weg an der Kappsäge.
Zunächst mache ich mir jetzt eine Linie, diese, die ich hier an der Seite habe, ziehe ich mir hier um die Ecke herum. So, nehme von dem Klotz die Mitte und mache mir auch hier eine Linie. Und das ist mein Anhaltspunkt. Ich habe jetzt hier einen 35 mm Forstner Bohrer. Der darf hier nur an der untersten, also nicht auf diese Linie drauf, sondern an der untersten Kante darf der dann genau rein. Ich mache den hier, zentriere den auf diesem obersten Strich. Hier ist das Loch, wo ich reinbohren darf. Und hier habe ich diesen 5 mm Bohrer. Ich möchte das Ganze gerade reinbohren, also so gerade wie das hier ist. Dazu habe ich jetzt, das ist ein Klotz, damit habe ich das Ganze erst ausprobiert. Der hat auch diesen 45 Grad Winkel und das doppelseitiges Klebeband drauf. Und das klebe ich mir jetzt hier mal aufeinander und mache dann hier mit einer Schraubzwinge das Ganze ein kleines bisschen fest. So, in dieses Loch bohre ich jetzt hinein. So, die Führung habe ich. Jetzt habe ich hier meinen 35 mm Bohrer und den bohre ich da durch. Den Klotz setzen wir jetzt mal hier drauf. Ich habe das vorher so ausgemessen, dass das hier so genau stimmt. Und den leimen wir jetzt einfach mal da drauf. Das 35 mm Loch habe ich übrigens wegen meiner Absaugungen genommen. Die hat genau diese Größe und das kommt dann da einfach so hinein. Jetzt fehlt mir ja noch hier unten das Stück und das mache ich mit einer Raspel. Da geht das Ganze dann hier auf den Untergrund und der müsste das eigentlich ansaugen. Mein zurechtgeschnittenes Anschlagsbrett schraube ich jetzt einfach hier vorne drauf. Hier habe ich jetzt meinen zurzeit größten Fräser, das ist ein 20 mm Fräser reingemacht. Man kann das ja jederzeit noch größer machen, aber da fräse ich mir jetzt hier erstmal den Ausschnitt rein. Mit der Raspel werde ich mir jetzt hier die Ecke noch ein bisschen abrunden. Das nächste Gartenprojekt kann kommen und ich bin sehr davon überzeugt, dass ich die Maschine dann auch wirklich gut brauchen kann. Alles funktioniert bis jetzt erstklassig. Ich habe sie jetzt mehrmals getestet und das ist wirklich eine tolle Sache. Es gibt noch ein paar Verbesserungsvorschläge, die ich eventuell noch mache, nämlich mir zum Beispiel hier vorne eine T-Nut reinmachen, damit ich hier einen Anschlag hin und her schieben kann. So ein Teil zum Beispiel halt in etwas kleiner, dass ich hier einen Anschlag habe. Aber das muss ich mal sehen. Schauen wir mal. Mir ging es wie gesagt hauptsächlich darum, dass ich die Oberfräse einfach und günstig da reinbekomme. Das heißt, dass ich nicht jedes Mal die Oberfräse festschrauben muss. Mir bleibt nur zu sagen, danke für euer Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Wir sehen uns demnächst wieder. Gruß aus der Bastelgarage. Euer Jürgen.